An der Autobahn, mit gesenkten Köpfen und eng zusammengekauert, saßen 2 schlanke Welpen, etwa 3 Monate alt. Nur wenige Minuten zuvor waren sie aus dem Auto genommen und hier zurückgelassen worden. An einer verlassenen Bushaltestelle, in einer verlassenen Gegend, wo die nächste Siedlung 10 Kilometer entfernt war. Die Kleinen verstanden nicht, wo sie hingehen sollten und wie es weitergehen sollte. Es gab nur Wald und eine unregulierte Autobahn, auf der Autos vorbeirauschten, Säulen aus Staub hinterlassend und die bereits verängstigten Welpen zwangen, sich auf dem Boden zusammenzukauern. Die Mädchen Katja und Irina, die die Welpen gefunden hatten, hatten keine Ahnung, was zu dieser herzzerreißenden Aussetzung geführt hatte. Sie waren gemütlich unterwegs, als sie die beiden verwundbaren Seelen am Straßenrand bemerkten. Ohne zu zögern gingen sie auf die zitternden Welpen zu, die keine Vorstellung von der grausamen Welt hatten, in die sie geworfen worden waren. Irina hob sanft einen der Welpen auf, einen zerbrechlichen Rüden, den sie später Seschka nannten. Er zitterte in ihren Armen, seine Augen weit vor Angst. Katja griff nach der anderen, einer zierlichen Hündin namens Manechka. Auch sie war gleichermaßen ängstlich, fand aber Trost in der Anwesenheit ihres Bruders. Die Autofahrt war eine Qual für die Welpen. Sie kauerten sich zusammen, Seschka schirmte Manechka vor den unbekannten Gefahren ab, die sie umgaben. Ihre Augen huschten verzweifelt umher, auf der Suche nach einem Hauch von Sicherheit. Bei der Ankunft in der Tierklinik wurden die Welpen untersucht. Sie waren unterernährt und mit Flöhen befallen, aber nichts konnte mit den emotionalen Narben mithalten, die sie trugen. Manechka war besonders schüchtern, immer hinter ihrem Bruder Seschka versteckt, der fest entschlossen war, sie zu beschützen. Als die Mädchen mit dem Klinikpersonal die Behandlungsoptionen der Welpen besprachen, beschlossen sie, sie vorübergehend aufzunehmen. Die Freiwilligen der Klinik hatten zunächst angeboten, sie zu behalten, aber das Schicksal wollte es anders, und sie konnten keinen Unterschlupf mehr bieten. Katja konnte es nicht ertragen, dass diese beiden verwundbaren Seelen auf den unbarmherzigen Straßen ihrem Schicksal überlassen wurden. Sie wusste, dass sie Wärme, Nahrung und Behandlung brauchten. Außerdem verstärkten die drohende Regen- und Hagelgefahr ihre Ängste. Wer konnte garantieren, dass sie in der Schlucht bleiben würden, ohne sich in die gefährliche Welt außerhalb zu begeben? Vor lauter Emotionen konnte Katja es nicht zurückhalten und bat die Mädchen, das Auto zu ihrem gemieteten Haus zu lenken.